Ja, hallo liebe Technologiefreunde, willkommen wieder zu einer Ausgabe des M-Dynamics Innovation Portals. Heute möchten wir euch nochmal das MX-Eval-Tool näher beibringen, indem wir zeigen, wie wir die Durchgängigkeit in dem Entwicklungsprozess abbilden. Dazu habe ich den Dominik da, unser Tool-Developer. Wir haben uns ja in den letzten Videos euch auch näher gebracht, wie wir das Tool MX-Eval nutzen, wenn wir live ein Fahrzeug auswerten und wenn die Datengenerierung beispielsweise über die Messtechnik kommt. MX-Eval ist es völlig egal, woher die Daten am Ende kommen. Ich kann dasselbe Tool auch in der Simulation einsetzen. Und dazu haben wir heute was vorbereitet. Wie der Tristan schon gesagt hat, haben wir ein Beispiel in CarMaker aufgebaut, und zwar einen ganz einfachen ACC-Versuch. Da fährt einfach ein Fahrzeug auf ein anderes Fahrzeug auf, und anhand von diesem Beispiel wollen wir euch das im MX-Eval näher darstellen, wie wir diese ganze Entwicklung und diese ganze Auswerteroutine dann eben in MX-Eval auswerten. Im Hintergrund läuft bereits unser virtueller Fahrversuch, der ACC-Versuch Auflaufen auf Target. Und im Hintergrund läuft bereits MX-Eval im Observer Mode. Das heißt, MX-Eval schaut einfach die ganze Zeit in den Ordner rein und guckt, sobald eine neue Messung vorhanden ist, wertet MX-Eval dies automatisch aus. Wenn ich dann jetzt MX-Eval öffne, dann sieht man, wie er bereits diesen Messversuch ausgewertet hat. Das hat halt den riesen Vorteil, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke an die AMS-Messungen, dass wir, wenn wir zum Beispiel im realen Fahrversuch sind, können wir direkt im Auto die Messungen auswerten und können dort direkt beurteilen, ob ich einen Versuch nochmal fahren muss oder ob ich einen Versuch wiederholen muss. Das spart vor allem relativ viel Zeit und Geld. Um Kosten zu sparen, ist natürlich der Punkt Effizienz sehr wichtig. MX-Eval bietet daher das perfekte Tool, weil wir können realen Fahrversuch und simulativen Fahrversuch perfekt miteinander vergleichen. Wir haben in MX-Eval eine breite Masse an vorgefertigten Libraries, von der Längsführung, Querführung über Park bis hin zu Fahrdynamikversuchen, und innerhalb diesen Libraries viele verschiedene Tests, wo wir das komplette Spektrum abdecken können. Wir haben ja vorhin virtuell den Fahrversuch Auffahren auf Target simulativ dargestellt, und die Auswertung liegt hier ja bereits vor. In dem KPI-Overview sehen wir KPIs, die wir dann dafür hernehmen können, um eben den virtuellen Fahrversuch mit dem realen Fahrversuch vergleichen, weil wir haben virtuell und real eben die gleichen KPIs und können somit ein System sehr gut vergleichen. Hier haben wir einen Beispielplot. Aufgetragen ist hier die Distanz zum Vorderfahrzeug, und man sieht hier eben ganz schön, dass das Fahrzeug beim Auffahren eben an Distanz verliert und irgendwann sich zum Schluss einregelt, bevor er auf das Fahrzeug auffährt. Das Gleiche können wir dann natürlich auch noch anschauen über die Beschleunigung. Da sieht man dann eben ganz schön, dass das Fahrzeug am Anfang die Geschwindigkeit hält und diesen Bremsvorgang einleitet und danach dann die Bremsung wieder langsam verlässt. Du hattest ja erwähnt, dass man die Vergleichbarkeit herstellen möchte zwischen der Simulation und dem Realversuch. Und das ist für mich komplett einleuchtend, dass wir überhaupt dieselben KPI-Kataloge, Manöver- und Streckenkataloge haben, sowohl in der Simulation als auch im Realversuch. Du hattest ja auch schon gesagt, dass das in MX-Eval schon alles hinterlegt ist. Jetzt wäre für mich nochmal die Frage, wenn ich jetzt wirklich meine Simulation auch validieren möchte, kann ich das, was ich simuliert habe, das Fahrzeug oder den Versuch auch übereinanderlegen mit dem, was ich draußen gemessen habe? Das funktioniert. Das kann ich euch jetzt gerne mal zeigen anhand von einem Beispiel. Wir sehen jetzt hier, das ist jetzt zum Beispiel ein Plot aus einem Fahrversuch, und wenn ich jetzt den zweiten Plot hier markiere, das ist ein Plot aus dem virtuellen Fahrversuch, und da sieht man sehr schön die Unterschiede vom Bremsverhalten her. Also wir können zum Beispiel das KPI hier anklicken, da sieht man die maximale Längsbeschleunigung wäre hier 2,87 und im virtuellen Fahrversuch eben minus 3,63, und somit kann ich die virtuellen und die realen Messdaten super miteinander vergleichen und sehe sofort die Unterschiede. Das bedeutet, ich sehe dann auch, wie gut meine Simulation praktisch auch wirklich aufgebaut ist und wie nah ich dann eigentlich auch an den Realversuch am Ende hinkomme. Genau, also wir hatten auch schon Messdaten, wo wir kaum einen Unterschied feststellen konnten zwischen virtuell und realen Fahrversuch. Das heißt, wenn wir die Plots übereinander gelegt haben, hat man da gar keinen Unterschied erkannt. Das spiegelt halt dann auch wieder die Erfahrung, dass teilweise der virtuelle Fahrversuch
den realen Fahrversuch in bestimmten Fällen sogar komplett ablösen könnte. Jetzt nochmal alles zusammenfassen darf. Wir haben jetzt uns ein Carmaker-Szenario angeschaut, das heißt, wir waren in der reinen Simulation unterwegs. Dann habe ich es auch richtig verstanden, dass wir auch beispielsweise eine Hill-Umgebung nutzen können, also einen Lenkungshill oder einen Bremsenhill, ja, wo ich dann einfach die Simulation ablaufe und in einer Hill-Umgebung, also sogenanntes Lab-Testing. Aber dann müsste es ja eigentlich auch gehen, wenn ich auf einem dynamischen Fahrsimulator bin. Es spielt gar keine Rolle, woher die Daten kommen. Also wir haben ja jetzt gesehen, wir können es im Realfahrversuch, wir haben es jetzt simulativ auswerten lassen und folgerichtig fehlt ja eigentlich noch die Simulation auf einem Fahrsimulator, also Bill. Wir können jede Messdaten in MX-Eval reinladen und quasi auswerten und so haben wir halt dann die Vergleichbarkeit zwischen diesen drei Systemen. Ja, vielen Dank, Dominik. War sehr spannend, der Einblick, auch diese Durchgängigkeit in der Toolkette. Ich glaube, dass das wirklich auch die Zukunft sein muss, ja, weil wir ja die Simulation und das Testing draußen einfach immer mehr zusammenwächst. Ich bin schon gespannt auf die nächsten Videos, freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das nächste Mal werden wir uns das Ganze mal auf dem dynamischen Fahrsimulator anschauen. Dann schauen wir mal, ob das genauso funktioniert, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Vielen Dank und bis bald.